Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Emma bei Jane Austen. Der Rasen ist makellos grün, der Himmel ist blau. Was könnte es Schöneres geben als einen Ausflug in die Paarbildungsprobleme der englischen Oberschicht in Surrey, dem Garten Englands? Mit dabei sind Emma Woodhouse. Anfang 20, hübsch, klug, reich und schon nett, weiß aber auch gerne mal alles besser. Mr. George Knightley, fast 40, ist ihr Schwippschwager, also der Bruder des Ehemannes ihrer Schwester. Ist der wohlhabendste und angesehenste Gentleman in der Umgebung von Highbury. Das sehen Sie jetzt hier im Hintergrund nicht. Ein großer Fußgänger, allerdings manchmal ein bisschen grummelig, und mit ihm streitet Emma am liebsten und sehr häufig. Jane Fairfax ist in allem ein bisschen besser als Emma. Also hübscher, kann besser singen und Klavier spielen, nur Geld hat sie keins und muss deshalb jetzt, nachdem sie lange bei einer Pflegefamilie gelebt hat, mit ihrer nervigen Tante leben. Emma kann sie nicht so gut leiden, im Gegensatz zu Harriet Smith, die ihre beste Freundin wird und damit ein bisschen ihre ehemalige Gouvernante und Vertraute Miss Taylor ersetzt, die vor kurzem Mr. Weston geheiratet hat, also jetzt Mrs. Weston ist. Und dessen Sohn heißt lustigerweise Frank Churchill. Und zwar deshalb, weil seine Mutti früh gestorben ist und er von einem reichen Onkel und einer diktatorischen, hypochondrischen Tante adoptiert wurde. Das sind die allerwichtigsten. Jane Austen veröffentlicht den Roman 1815 und ungefähr in dieser Zeit spielt er auch. Los geht's in Hartfield. Das ist der Stammsitz der Woodhouses mit Emmas Vater Mr. Woodhouse. Der ist eigentlich nett, sagt nur, ich hasse Hochzeiten, die bringen alles in Unordnung. Na, ich werde nie heiraten, Papa, wir haben ja genug Geld. Höchstens mal wen verkuppeln. Dann lernt sie die junge Harriet kennen und sagt, ich bin entzückt, die ist hübsch und ein bisschen dümmer als ich. Wollen wir beste Freundinnen werden? Total gerne. Ich habe ja sonst keinen, nur diese nette Bauernfamilie, die Martins, bei denen war ich letztes Jahr ein paar Wochen. Und der Mr. Martin, ja, der ist bestimmt total nett, aber das ist ja ein Bauer. Und du bist wahrscheinlich die uneheliche Tochter eines Adligen. Wir wissen nicht genau, was es mit Harriets Herkunft auf sich hat. Sie ist in einem Pensionat in der Stadt gewesen, weil sie die uneheliche Tochter von irgendjemandem ist. Jedenfalls sagt Emma, also kannst du nur einen Gentleman heiraten. Okay. Und sie redet ihr den netten Mr. Martin aus. Dafür scheint aber der Pfarrer des Dorfes, Mr. Elton, Interesse an Harriet zu haben. Der hängt jedenfalls sehr häufig bei ihr rum und sagt, Miss Woodhouse, dieses Porträt, was Sie von Harriet gezeichnet haben, das ist so wunderbar. Ich werde es extra in London einrahmen lassen. Und die Harriet so, Emma, der Mr. Martin hat um meine Hand angehalten, aber das ist ja ein Bauer und deshalb lehne ich dankend ab, gell? Und Emma so, genau. Als der Knightley das mitbekommt, herrscht er Emma an, sag mal, spinnst du, der Harriet den Martin auszureden? Das ist ein super Typ und wer ist sie denn? Vielleicht nicht gut genug für ihn. Ich glaube, die ist ganz schlecht beraten worden. Emma ärgert sich maßlos über Knightley. Ich habe mehr Recht und außerdem will der Elton was von ihr. Der kommt dann mal wieder vorbei und sagt, ich hätte noch einen ganz bescheidenen Beitrag für die Rätselsammlung von Mrs. Harriet Smith. Bitte schön. Und des Rätsels Lösung ist natürlich Liebeswerbung. Und die Harriet so, boah. Und Emma so, herzlichen Glückwunsch, der will was von dir. Obwohl ihr Schwager, der Bruder von Knightley, sie warnt, dass der Elton hinter ihr her ist, sagt die Emma so, niemals, der ist in Harriet verliebt und läuft ihm total in die Falle. Denn bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu zweit, Miss Woodhouse, erlauben Sie, dass ich mental auf die Knie gehe? Sie wissen, dass ich nur Sie liebe. Wie bitte? Und warum machen Sie dann Harriet den Hof? Harriet? Das ist ja wohl nicht ganz meine Preisklasse. Es ging mir immer nur um Sie. Nee. Und er so, nee. Und ist grußlos weg, verschwindet erstmal in den Urlaub nach Bath und die Harriet, als sie es hört, nein! Und Emma so, das tut mir so leid, es war alles meine Schuld. Ihr einziges Vergnügen nach dieser Enttäuschung ist das Streiten mit Knightley. Ich würde den Frank Churchill ja gern mal kennenlernen, der ist bestimmt ganz toll. Das ist ein Weichei, sonst würde er seinen Vater ja mal besuchen. Nee. Dann erfährt sie, dass Jane Fairfax den Frank Churchill kennt und zwar aus Weymouth, wo sie früher eben mit ihrer Pflegefamilie gelebt hat. Und die Emma so, wie ist denn dieser Frank Churchill so? Ich würde den wahnsinnig, ja, so, okay. Boah, ey, die sagt nie was, die ist so geheimnisvoll. Dann kommt die Harriet angerannt und sagt, Emma, die Schwester von Mr. Martin hat mich im Supermarkt angesprochen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ihn nicht heiraten. Ja, genau. Kurze Zeit später ist Elton zurück aus dem Urlaub und hat eine Braut und ist verlobt. Boah, der ist so widerlich, ich weiß überhaupt nicht, wie wir den in irgendeiner Weise gut finden konnten. Dann taucht Frank Churchill auf. Und Emma so, boah, der ist so cool, der sieht so gut aus. Und er so, Miss Woodhouse, Sie sind so toll. Und er hängt mit ihr rum und himmelt sie an und ist gesellig. Geht auch gern mal zu ärmeren Leuten, zu Jane Fairfax und ihrer Tante zum Beispiel. Die ist fast so musikalisch wie Sie, Miss Woodhouse. Ach, Sie alter Schmeichler. Dann sind sie mal zum Abendessen bei einer neureichen Familie, den Coles, eingeladen, wozu sich Emma also herabgelassen hat als Alteingesessene. Das Hauptthema des Abends ist
Jane Fairfax hat ein anonymes Klavier geschenkt bekommen und alle so, boah, ein Klavier, ein Klavier. Und Emma lästert so, das ist bestimmt von einem heimlichen Verehrer. Und der Frank Churchill so, hihihi. Und Mrs. Weston sagt dann zu Emma, du, ich glaube, der Knightley will was von der Jane Fairfax. Vielleicht hat der ihr das Klavier geschenkt. Und Emma so entrüstet, was, Knightley? Nein, der heiratet nie, genau wie ich. Jedenfalls versteht sich Emma super mit dem Frank Churchill. Und sagt so, boah, ich werde ja nie heiraten, ne? Aber der ist schon echt. Und eher so, Emma, es ist jetzt wirklich bescheuert, wir wollten diesen schönen Ball veranstalten, die Planungen sind schon fortgeschritten, aber ich muss wieder zu meiner doofen, hypochondrischen, diktatorischen Tante. Emma, jetzt sagt es, muss gehen. Und sie so, boah, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Jedenfalls bin ich überhaupt nicht verliebt und er verliebt sich beim nächsten Mal bestimmt in Harriet. Dann heiratet Elton und Mrs. Elton wird zum Schrecken der Nachbarschaft. So, meine Lieben, ich bin jetzt das Zentrum der Galaxis, alles dreht sich um mich, denn ich weiß, wie der Hase läuft, Schätzchen. Und sie krallt sich Jane und protegiert sie. Ich besorge dir einen Job als Gouvernante. Nein, doch, nein, doch, nein. Das geht stundenlang und Emma so, wie kann die Jane sich nur herablassen, sich mit dieser idiotischen Kur abzugeben? Und der Knightley so, tja, nette Leute wie du zum Beispiel lassen sich ja nicht dazu herab, sich mit Jane abzugeben. Und Emma so, grrr, denn wieder einmal hat der Knightley den Nagel auf den Kopf getroffen. Irgendwann ist Frank wieder da und sagt, endlich kann der Ball stattfinden, an den wir schon die ganze Zeit gedacht haben. Und es gibt diesen Ball. Ja? Sie haben total Spaß miteinander, sie tanzen, aber auch mit anderen Leuten natürlich. Irgendwann entsteht dann die blöde Situation, dass Harriet nicht aufgefordert wird. Der Elton steht neben ihr, tut aber nichts, tut so, als ob er sie nicht sieht. Und Mrs. Weston so, jetzt fordern Sie doch mal die Harriet auf. Wen? Ach nein, dazu bin ich zu alt. Und dann tritt der Knightley vor und fordert Harriet zum Tanzen auf. Und die ist total erleichtert natürlich. Und Emma so, was denn Knightley? Der tanzt doch nie. Er tanzt dann aber auch mal mit ihr und sie haben viel Spaß. Am nächsten Morgen liefert Frank Churchill die total verstrahlte Harriet im Hause von Emma ab. Und die Harriet so, boah, Emma, ich bin fast von Zigeunern ausgeraubt worden. Der Frank hat mich gerettet. Ja, tut mir leid, ich muss jetzt leider gehen. Und die so, boah, ich bin so verliebt. Und Emma so, das habe ich mir gedacht. Nach allem, was er für dich getan hat. Ich weiß ja, ich bin nicht gut genug für ihn, aber der Mister, sag nicht, um wen es geht. Nach dem Elton-Debakel sprechen wir keine Namen mehr aus. Aber es sind schon ganz andere Sachen passiert. Dann machen sie in größerer Runde einen Ausflug zu einem nahegelegenen Ausflugsziel Box Hill. Den sehen Sie da nicht. Und es sind natürlich wieder alle dabei, sogar die etwas nervige Tante von Jane. Und der Frank Churchill ist total aufgedreht und flirtet die ganze Zeit heftig mit Emma. Und Emma so hihihihi und macht einen blöden Witz über die Tante von Jane. Irgendwann krallt sich der Knightley die Emma und sagt, sag mal, Emma, spinnst du jetzt total, diese arme alte Tante so lächerlich zu machen? Die ist zwar lächerlich, aber sie ist auch arm, deswegen war das total arrogant von dir. Und Emma so, oh, das ist mir so peinlich, ich entschuldige mich jetzt bei der Jane, aber Jane lässt sie nicht zu sich am nächsten Tag und sie erfährt, was denn, Jane will jetzt doch Gouvernante werden? Das wollte die doch gar nicht die ganze Zeit. Dann überbringt Mr. Weston die wie eine Bombe einschlagende Nachricht. Die Tante von Frank Churchill, die nervige Hypochondrische, ist tot. Und seine Frau sagt dann, und der war die ganze Zeit heimlich mit Jane Fairfax verlobt. Das tut uns so leid für dich, du hast dir ja Hoffnungen gemacht. Und sie so, was, ich? Auf den Frank Churchill? Nee, die Harriet. Und als Harriet es erfährt, sagt sie, nö, ich bin doch in den Mr. Knightley verliebt. Da geht bei Emma das rote Lämpchen an und sie sagt, Mr. Knightley? Mehr sagt sie nicht. Erst als die Harriet weg ist, ergänzt sie, das ist meiner. Und es fällt ihr wie Schuppen aus den Haaren, dass sie immer nur Knightley geliebt hat und sie bricht den Kontakt zu Harriet ab. Dann kommt der Knightley zu ihr in den Garten und sagt, und wie geht's dir jetzt damit, dass der Frank Churchill dich nicht liebt? Knightley, ich wollte nie was von diesem Frank Churchill. Und er so, dann muss ich jetzt sagen, dass ich mit dir am liebsten streite und auch sonst gerne alles mit dir machen würde. Echt, ich auch. Und völlig geräuschlos vollzieht sich eine riesige Umwälzung in Emmas Leben. Harriet wird erstmal zu ihre Schwester nach London geschickt. Ich habe den Mr. Martin wieder getroffen und wir werden heiraten. Und gemeinsam mit Jane Fairfax und Frank Churchill gibt es am Ende 3 glückliche Paare. Und die Moral von der Geschichte? Ihr müsst nicht über eure Gefühle reden, wenn ihr sonst nichts zu tun habt und der Fernsehempfang schlecht ist. Denn die Verwirrungen, die durch diese Art von Kommunikationsverweigerung entstehen, haben immer auch etwas sehr Unterhaltsames. Falls ihr euch aber rational, zumindest teilweise rational für euren Partner entscheiden wollt, dann hört auf das, was Emma zu sagen hat. Passt auf, dass ihr gut streiten könnt, wie ich mit meinem Ritter. Und das, liebe Gemeinde, war Emma von Jane Austen. Vielen Dank.